Hallo, ich bin der Gerhard Dauscher, Teamleitung Modellbau. Wir im Miniatur Wunderland, wir machen Modellbau auf sehr hohem Niveau, zum Teil mit komplizierten Werkzeugen und Materialien. Ich möchte euch heute zeigen, wie wir mit einfachen Materialien zu Hause wunderschön Modellbau machen können. Ja, ich habe mir hier die Styrodurblöcke zurechtgelegt und ich werde hier vorne einen kleinen Weg machen, hier die Krippe positionieren und dann mit einem kleinen Felsen das Ganze noch ein bisschen verschönern. Und jetzt heißt es erstmal los, schnipseln, feilen und sägen. Ja, dann ist ungefähr so mal der Felsaufbau auf der Seite. Jetzt fange ich an die Landschaft drumherum anzupassen. Und ich habe mir jetzt gedacht, hier drin wird dann die eigene Krippe dekoriert. Das heißt, die ist unter Fels in einer kleinen Grotte. Hier werde ich dann meinen kleinen Felsweg machen. Das Styrodur hat den Vorteil, dass es sich sehr leicht bearbeiten lässt. Mit Messer, Säge oder Raspel kann man sehr gut und schnell schöne Formen und Konturen erreichen. Mit dem groben Vorschneiden ist erstmal getan. Da entsteht ganz schön viel Müll. Und jetzt wird mit der Raspel oder mit der Feile einfach mal versucht, das Ganze noch ein bisschen schöner in Form zu bringen, damit es nicht ganz so grob behauen und geschnitten aussieht. Das ist jetzt so die Vorderansicht. So wird das Ganze aussehen. Schöne Felslandschaft. Und jetzt mache ich, damit das drumherum auch noch ein bisschen hübsch ist, raue ich das einfach nur auf. Das wird dann später braun gefärbt und dann ist es so, wirkt das so, als würde man so ein kleines Landschaftselement aus der kompletten Natur rausholen. Und jetzt wird gegipst. Jetzt wird das Ganze nur mit Gips nachbearbeitet und im Gips kann man dann schön die Felsformation spachteln und gravieren. Das kann man sehr schön färben. Beim Gipsmischen ist einfach wichtig, erst das Wasser, dann den Gips reinrieseln lassen, unterrühren. Und erst wenn das Wasser den ganzen Gips aufgesaugt hat, weiß man, dass es genau die richtige Konsistenz ist für den Gips. Und ich nehme hier so einen ganz normalen Modellbaugips, nicht den Elektriker, den Installationsgips, sondern Modellbaugips, weil ich brauche ungefähr noch 2 Stunden oder etwa eine Stunde Zeit, um den Gips gemütlich aufzutragen und den noch nachzubearbeiten. So, und jetzt ist wichtig, dass man auf jeden Fall 1 bis 2 cm Gips aufträgt, denn ich will nachher noch in den Gips mit dem Stechbeitel die Form vom Fels reingravieren. Also wenn ich zu wenig Gips habe, stoche ich zu schnell ins Styrodur. Darum 1 bis 2 cm Gips als Schichtdicke auftragen. Und was ich jetzt hier noch mache, ist einfach nur ein paar so Glocken, Äumel, Bömmel draufklatschen. Die kann man dann schön als rauen Felsen modellieren. Das wird dann richtig dreidimensionaler Fels. Und da kann man einfach seiner Fantasie dann freien Lauf lassen. So, und jetzt kommt der große finale Augenblick. Jetzt quetsche den da oben drauf. Und dann soll das so aussehen wie einzelne lose Platten. So, jetzt hier nochmal ein kleiner Vergleich. Wenn ich das glatt mache, ist es langweilig. Wenn ich dagegen einfach nur ein bisschen draufstoche und Mut habe, dann wird das plötzlich eine interessante Formation. Jetzt kommt noch der Gipfel von dem Ganzen. Und fertig. So, hier kann man jetzt schon an der Stelle den Weg erkennen, auf den nachher mal die 3 Weißen aus dem Mohrenland hochkommen. Ja, so bin ich mit dem Ergebnis natürlich noch nicht zufrieden. Das ist jetzt grob mit der Spachtel aufgetragen. Jetzt kommt die Feinarbeit mit dem Stechbeitel. Und zwar versuche ich da so so wie der Fels liegt, in der Richtung versuche ich mit dem Stechbeitel die Konturen von dem Fels rauszuschnitzen. Da muss man wieder sehr vorsichtig sein, das Werkzeug ist spitzig und man muss aufpassen, dass man nicht zu viel weghämmert, sonst bricht der Gips ab. Ich versuche immer, mir so die Schichtung zu überlegen, wie verläuft so die Schichtung vom Fels und genauso versuche ich dann an meinen Stechbeitel zu halten oder auch ab und zu mal so im 90-Grad-Winkel, um dagegen zu schneiden. Und jetzt ist wichtig, dass man so einige Riefen hinterlässt bei dem Arbeitsgang, dass der Fels 3D plastisch wirkt. Und dann die Flächen oben werden auch immer leicht nachgekratzt. Ja, und so stochert man da rum auf dem Felsen. Das Wichtige ist halt, dass man nicht mehr erkennt, dass es mit irgendeiner Spachtel aufgetragen worden ist, sondern dass man das Gefühl hat, der Stein ist gebrochen. Hier sieht man nur die lila Stellen von dem Styrodur. Das ist aber kein Problem, denn nachher wird das alles komplett einmal gefärbt. Dann wird man von dem nichts mehr sehen. Und eine kleine Besonderheit jetzt noch, ich graviere einfach so mit der Spitze vom Stechbeitel noch Linien in den Fels. Das lässt ihn dann so schön 3D-mäßig wirken und man hat das Gefühl, hier liegen so einzelne lose Gesteinsbrocken aufeinander.
Ja, damit es Maria und Josef hier schön gemütlich haben, werde ich jetzt noch ein bisschen den Boden ebnen. Und Ochs und Esel, die liegen auch gern immer waagrecht. Jetzt mache ich hier nochmal das Ganze schön sauber von dem gebröselten Gips. Als nächstes kommt jetzt das Färben des Felsens, das Begrünen und die Landschaft und vor allem die Püppis und die vielen kleinen Szenen. Aber das möchte ich euch das nächste Mal zeigen.